Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es sind in der Zwischenzeit wieder einige Neuigkeiten ins Spiel hinzugekommen, ja, wo ich jetzt die Tage gar nicht so richtig dazu gekommen bin, durch den legendären Dungeon, die euch mitzuteilen. Deswegen, vielleicht wissen es manche schon, vielleicht haben es einige noch nicht gehört. Auf jeden Fall alles, was jetzt so die letzten Tage passiert ist, gebündelt jetzt nochmal in dem Video. Wer solche Neuigkeiten in Zukunft nicht verpassen will, kann sehr gerne hier ein kostenloses Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dankeschön für jeden Support an der Stelle und ja, wir fangen mal an, erstmal ganz kurz bei mir. Ich habe nämlich die 300.000 Ausdauer geknackt. Jetzt habe ich hier die doppelte 3 vorne zu stehen. Finde ich persönlich schon sehr cool. Leider haben wir so eine Dulli 1 hier, ne? Also es ist nicht ganz gerundet. Jetzt gehe ich erstmal auf 400k Ausdauer, Intelligenz. Ne? Also das ist auf jeden Fall schon ja, mein persönlicher Meilenstein, den ich mir so gesetzt habe und erreicht habe. Dann fangen wir mal an mit der ersten News. Und zwar steht bald die dritte Fusionswelt im Raume. Also es geht wirklich, ne, Step by Step wird hier jetzt alles zusammen fusioniert. Und zwar ist es dieses Mal am 6. Oktober soweit. Und diesmal betrifft es alle Italien-Server. Und ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Ist jetzt aber der Fall. Also Italien wird auf jeden Fall, ja, mal sehen. Ich habe keinen Überblick, muss ich sagen, wie stark die ja, Leute dort auf den Italien-Servern sind. Aber anscheinend müssen die schon sehr inaktiv gewesen sein, denn ja, sie werden jetzt auf jeden Fall alle zusammengemerged. Was ich jetzt nur mal gehört hatte, schon aus dem Chat irgendwann jetzt die Tage, dass hier wohl ein paar Jahre zwischen dem ersten Italien-Server und dem letzten liegen sollen. Wie viel das gewesen ist, das habe ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm. Es waren aber, glaube ich, schon ein paar mehr Jahre auf jeden Fall, wo die Server erstellt worden sind. Und bisher wurde ja so ein bisschen darauf geachtet, dass ungefähr alle den gleichen Schnitt haben, oder dass die nicht allzu lange auseinander liegen vielleicht so. Das ist jetzt halt eben nicht der Fall, wodurch es eventuell zu Ungleichgewichten kommen könnte. Ja? Aber es wurde hier halt eben danach gegangen, okay, Italien komplett nehmen wir einmal komplett mit hier. Ja? Mal schauen, wie es darauf wird. Wenn es soweit ist, werde ich euch auf jeden Fall dort hingehend auch auf dem Laufenden halten. Dann geht es weiter, und zwar der Nekromant kommt in die Beta-Phase. Es ist bald soweit, der Nekromant wird getestet und wir werden ihn auf jeden Fall bald mal ja, zusammen spielen und ich werde ihn euch definitiv in einem Video zeigen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich freue mich auf die Klasse wirklich sehr und bin gespannt, wie es so aussieht. Ne? Und genau, wir gucken hier mal drauf. Der Nekromant, die erste gemeinsam mit der Community entwickelte neue Klasse, wird in Kürze in iClus Beta getestet werden. Das zeichnet den Nekromanten aus. Der Nekromant kann anstelle eines Angriffs einen von 3 untoten Schergen beschwören, die sich im Kampf mit einzigartigen Fähigkeiten für den Nekromanten aufopfern. Ein Scherge bleibt für eine bestimmte Anzahl an Angriffen bestehen und schützt den Nekromanten vor Schaden. Diese Fähigkeit wirkt nicht im Kampf gegen Magier. Also Magier wäre die einzige Klasse, ne, die halt eben alles auskontert, weil es halt eben Magier ist. So, ne? Close Beta Fakten. Okay, um euch eine Chance zu bieten, an der Beta teilzunehmen, es sind wieder 500 Registrierungen da am Start. Ne? Genau, und so sieht das Ganze aus. Die nächste Close Beta wird am Mittwoch, dem 27. September um 16 Uhr starten und wird 7 Tage lang laufen. Ne? Also am 27. September, der Mittwoch, kommt der Nekromant das erste Mal an die Öffentlichkeit und wir können ihn zusammen testen, bisschen Gameplay aufnehmen und mal so rumprobieren, was die Klasse so kann, wie sie so designt ist, wie sie aussieht, wie sie im Spiel funktioniert, und das werde ich auf jeden Fall, wenn es soweit ist, euch auch zeigen. Also ich denke mal am 27. am Mittwoch kommt das Video dann nicht wie gewohnt um 15 Uhr, sondern das werde ich dann halt eben erst frisch aufnehmen und dann sofort so schnell wie möglich euch denn zeigen, falls ihr halt es nicht schaffen solltet, unter den ersten 500 Registrierungen zu kommen. Ne? Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Wir möchten mit dem Closed Beta Test herausfinden, ob der Nekromant gegenüber, die Abkürzung habe ich noch nie gesehen, den anderen Klassen eine angemessene Stärke besitzt und ob der Nekromant in bestimmten Punkten verbessert werden muss.
Ja, das sind so die Sachen auf jeden Fall. Also sehr spannend. Dann geht es auch noch weiter. Und zwar wurde jetzt eine Umfrage gemacht und die kann ich euch auch sehr gerne mal verlinken. Vorab, ich werde zu dieser Umfrage nicht vorher meine Meinung mit euch kundtun, weil das eventuell eure Sicht auf die Dinge verfälschen könnte. Den Tipp habe ich bei der letzten oder vorletzten Umfrage bekommen und ich möchte da euch nicht irgendwie in irgendeine Richtung lenken. Deswegen, gebe ich da auf jeden Fall meinen Senf dazu ab, nachdem das Ganze denn hier beendet ist, die Umfrage. Wir brauchen euren Input-Umfrage zu Krieger, Schild und Assassinen Waffenslots, also elementare Dinge im Spiel könnten hier auf dem Spiel stehen. Krieger, Assassinen und alle unsere Spieler, eure Stimme beeinflusst unsere Entscheidung. Wir evaluieren den Schild des Kriegers und den Waffenslot des Assassinen neu. Stellt sicher, dass eure Meinung gehört wird. Schaut euch die Umfrage an und nehmt daran teil. Verlinke ich euch mal in den Kommentaren. Dann haben wir hier nämlich einmal die Antwortmöglichkeiten dazu und darüber haben wir einen großen Text. Da ist aber auch mal wieder die E-Mail von mir zu sehen, deswegen lese ich euch das Ganze mal vor. Ist auch auf Englisch, deswegen kann ich euch das ja mal ganz kurz vortragen. Warte, ich lasse euch da mal einen Kampf nebenbei laufen hier. So. Sowohl der Assassine als auch der Krieger haben jeweils einen 10. Gegenstandsslot, der mit einem Gegenstand ausgerüstet werden muss. Im Falle des Kriegers handelt es sich dabei um einen einzigartigen Gegenstandstyp, der sonst nirgendwo im Spiel zu finden ist, den Schild. Für den Assassinen hingegen ist es erforderlich, eine zusätzliche Waffe auszurüsten. Ihr habt mehrfach in Klammern zu Recht angemerkt, dass sowohl der Krieger als auch der Assassine im Vergleich zu den anderen Klassen einen wesentlich höheren Aufwand haben. Daher haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt und uns gefragt, ob ein zweiter Waffenslot dauerhaft beibehalten werden sollte. Wir möchten hier unsere Sichtweise zu diesem Thema darlegen. Zunächst ein paar allgemeine Gedanken von unserer Seite. Generell ist es möglich, den Schild des Kriegers und die Zweitwaffe des Assassinen zu entfernen und die Fertigkeit in eine passive Fähigkeit umzuwandeln, ohne dass die Klassen an Stärke verlieren. Die Klassen würden sich dann genauso verhalten wie die aktuellen Klassen, wären aber viel weniger komplex und weniger speziell. Sie würden etwas von ihrer Identität verlieren. Wir könnten auch die zweite Waffe des Assassinen und den Schild des Kriegers entfernen, ihnen aber eine andere, aufregende neue Fähigkeit geben, um die Einzigartigkeit der Klasse zu erhalten. Hier könnten wir in einer Abstimmung gemeinsam Fähigkeiten entwickeln, die eurer Meinung nach die Klasse am besten repräsentieren. Das Problem mit dem Krieger ist, dass er in den Dungeons als Gegner auftritt. Da muss ich mal ganz kurz hier nochmal... So viel hat hier DeepL nicht übersetzt. Die haben nur 1500 Zeichen. Wir haben uns gefragt, ob es ein Ansatz sein könnte, die Dungeon-NPC-Feindklassen und eure spielbaren Klassen zu trennen. Dies würde mögliche Überarbeitung der 3 Grundklassen Krieger, Kundschafter und Magier erleichtern und wir könnten gemeinsam flexibler und kreativer daran arbeiten. Es besteht auch die Möglichkeit, einzigartige Gegnerklassen zu schaffen, die mögliche neue Dungeons oder Features wie den Elevator spannender machen würden. Bitte wählt für jedes Thema die Antwort, mit der du dich am meisten identifizieren kannst. So. Wie gesagt, die Umfrage dazu habe ich mal in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung verlinkt. Geht da bitte drauf und gebt da mal eure Meinung dazu ab, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, ich gebe jetzt erstmal noch nicht meinen Senf dazu, weil ich euch, wie gesagt, wie schon bereits erwähnt, nicht irgendwie influenzen will, ja, als Influencer. Und deswegen, Macht da sehr gerne mit, weil es ist auch eine wichtige Sache so. Das sind elementare Dinge, die hier eventuell geändert werden könnten. Und ein Eingriff ins Spiel, beziehungsweise halt auch in die 3 Grundklassen eventuell gehen könnten. Und
genau, das ist auf jeden Fall erstmal so das. Also für die Leute, die es eventuell auch nicht so richtig verstanden haben, also zum Beispiel beim Krieger würde quasi, ne, das Schild wegfallen so und könnte das eventuell als Fähigkeit bekommen, sodass quasi alles genau gleich ist, aber der Slot halt eben nicht da ist. Und beim Assassin wäre es halt eben auch dasselbe. Also Balancing-technisch würde hier nichts verändert werden, aber ja, rein optisch und wie gesagt vom OG-Faktor her, weil die halt eben diese einzigartigen Items haben, würde auf jeden Fall dann irgendwo was verloren gehen. Ne? Was jetzt halt eben besser ist, das müsst ihr halt ja auch selbst entscheiden, ne? Und deswegen macht er sehr gerne mit bei der Abstimmung. Und genau, ja, mal sehen. Und das könnte halt eben auch ja, mit dieser Option, die halt dann da zum Schluss genannt worden ist, hier bei Player Classes und Gegnerklassen, das könnte eventuell halt eben auch so der Schritt sein, dass man PvP und PvE ein bisschen mehr voneinander trennen würde. Das kam schon mal auf die Thematik irgendwann, dass das eventuell eine ganz gute Sache wäre. Aber ja, wie gesagt, beschäftigt euch da selbst mit, bildet euch da eure Meinung zu. Und das sind so jetzt erstmal die News, die jetzt bisher die letzten Tage so aufgekommen sind. Ist einiges, jetzt passiert wieder. Ja, wenn, kommt immer alles auf Mal, mit einmal. Aber ja, ist auf jeden Fall so. Ne? Übrigens auch eine Neuigkeit, die sehr krass ist. Und zwar hat gestern der Tim seine Dungeon-Pause aufgelöst, hier auf W50. Und der hat richtig Progress gemacht. Also der ist jetzt mit Abstand der Levelhöchste hier auf dem Server. Stufe 540 hat er erreicht. Ja, und ist zwar mit den Stats ein bisschen behind, aber macht jetzt auch richtig fett Gold wahrscheinlich auch. Über die Zeit gesehen natürlich dauert das auch sehr lange, ne? Bis man da irgendwie ansatzweise irgendwo ein bisschen was aufholen kann. Aber lange Zeit war ja der Natsu der Levelhöchste und Tim hat ihn einfach nochmal um 5 Level überboten. Das ist schon eine ziemlich kranke Ansage, wenn ihr mal einfach mal so auf den Level-Durchschnitt hier schaut, von den stärksten Spielern, sag ich mal, ne? Ist es halt enorm. Ne? Und dann haben wir halt den Tim, der sich hier schon ein bisschen hochgekämpft hat, aber ja, ich weiß gar nicht, noch deutlich weiter unten in der Ehrenhallenliste war, ist er jetzt hier einfach auf 540 zwischen den anderen. Also das auch nochmal dicken Glückwunsch an der Stelle. Ich war zu dem Zeitpunkt auch gestern im Livestream da von Crit Happens dabei gewesen. War auf jeden Fall cool zu sehen und es ist krass, was halt so möglich ist durch so eine Dungeon-Pause. Ne? Ja, das soll es denn soweit gewesen sein mit den Informationen dazu. Falls euch gefallen hat, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt mir auch persönlich gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Da können wir auch schon mal drüber diskutieren und mal uns austauschen, wie so die Community das sieht. Vielleicht hat da der ein oder andere Interesse dran. Lese ich mir auf jeden Fall sehr gerne durch. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.